Hallo Bosco. Hallo, Rebecca. Wieso hast du denn ein Geodreieck im Schnabel? Ich möchte winkeln messen. Ich nehme dir das mal ab. Was möchtest du? Ich möchte Winkel messen. Ja, dann mach doch. Ja, mach doch, erklär mal. Ach so, du weißt doch gar nicht, wie es geht. Ja, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ah, dann erkläre ich es dir. Ja. Also als erstes würde ich dir empfehlen, ein kleines Geodreieck zu verwenden. Warum? Damit kann man besser auf Papier Winkel messen als mit dem großen. Ah, Also, wir nehmen das kleine Geodreieck. na gut. Gut. Um jetzt Winkel zu messen, musst du zwei Dinge tun. Erstens, das Geodreieck richtig hinlegen. Klar. Und zweitens, den Winkel richtig ablesen. Ja. Gut. Und wie geht das? Beim richtig hinlegen musst du 3 Dinge beachten. Erstens, das Plastik, also das Geodreieck selber, muss auf dem Winkel drauf liegen, den du messen willst. Das heißt, es muss den Winkel überdecken. Ja. Nicht nebendran, sondern wirklich auf dem Winkel, in dem Winkel drin. Ja. Zweitens, die Null vom Geodreieck, und damit meine ich diese Stelle hier, die musst du an die Spitze vom Winkel legen. Die Null an die Spitze. Ja. Und Ja. drittens, die lange Seite vom Geodreieck, und damit meine ich diese Seite, muss an einem der beiden Schenkel anliegen. Dann versuch jetzt mal Soll das ich mal Geodreieck probieren? richtig hinzulegen. Ja, okay, warte. Das Geodreieck auf den Winkel legen. Schon Genau. mal da oben drauf. Dann die Null muss an die Spitze hier. So. Schön, ja? Ja. Und jetzt drehe ich es, bis die lange Seite an einem Schenkel liegt. So. Bah. Bosco, jetzt bist du aber beim Drehen mit dem Geodreieck Oh. wieder vom Winkel gerutscht. Ja, warte. Also Geodreieck auf den Winkel und die Null dran und die lange Seite auf den Schenkel. So, jetzt müsste es stimmen. Jetzt liegt's Ja. richtig. Jetzt hast du Ja. alle 3 Sachen beachtet. Aber hätte ich das Geodreieck nicht auch an den anderen Schenkel legen können? Ja doch, Bosco. Du kannst das Geodreieck auch mit der langen Seite an den linken Schenkel legen, aber du musst es halt so herumdrehen, dass das Geodreieck im Winkel drin liegt. Im Winkel drin liegt. Also so rum. Ja, so hättest du es als Alternative auch hinlegen können. Ja, okay. Aber lass uns wieder an den rechten Schenkel anlegen. Das gefällt mir besser. Okay, So rum. Und jetzt? gut. Um die Winkelgröße jetzt abzulesen, musst du da, wo die lange Seite des Geodreiecks am Schenkel anliegt, schauen, welche der beiden Gradskalen da anfängt mit den kleinen Zahlen. Ja. Die läufst du dann Die lang, Null. bis du am Strich von dem anderen Schenkel kommst, Ah, ja. und da liest du ab. 40 Grad. Genau. Also falsch wäre gewesen 140 Grad, das ist an der gleichen Stelle, wäre aber eben nicht der gesuchte Winkel. Ja, 40 Grad ist richtig. Ja, habe ich. Habe ich auch daheim in Spanien. So heiß ist es bei dir. Ja. Deswegen bist du im Sommer immer in Deutschland, gell, Bosco? Ne, hier ist mir zu kalt im Sommer. Was? Ja, ich brauch's heiß. Ich bin Spanier. Ach, damit genug Aas rumliegt, was einen Hitzeschlag bekommen hat. Okay, hier ist der zweite Winkel für dich. Was ist das für einer? Ja, weißt du noch, wie die Sorte heißt? Stumpfer Winkel. Genau, oh, du bist so gut, Bosco. Der eben war ja ein spitzer Winkel, denn spitze Winkel sind kleiner als 90 Grad. Mit dieser Ecke vom Geodreieck hier kann man das kontrollieren, ob ein Winkel größer ist oder kleiner als 90 Grad. Wenn ich jetzt diese Ecke hier mal in den Winkel reinlege, sieht man, der ist breiter. Also ist der Winkel sicher größer als 90 Grad. Deswegen heißt er auch stumpfer Winkel. Das heißt, wenn ich 80 rausbekomme, kann es schon mal nicht stimmen. Ganz genau, das wäre dann falsch. Also muss über 90 sein. Ja, und es empfiehlt sich sehr, vor dem Messen zu schätzen, wie groß der Winkel in etwa ist, damit man dann auch wirklich die richtige Zahl von der Skala abliest. Ich schätze mal 120 Grad. Oh, ich glaube, du bist ganz nah dran. Okay, also. Dann lass uns mal messen. So, Geodreieck. Die Null hier auf die Spitze, Plastik in den Winkel rein. Dann drehe ich die lange Seite auf einen Schenkel. So, bam, jetzt liegt's. Ja, aber beim Drehen ist dir die Null wieder ein ja, Stück warte. weggerutscht. Null noch hier rüber. So, jetzt. Ja, jetzt liegt's gut. Das bitte immer noch mal beachten. Jeder Millimeter ist wichtig. Also es muss ganz exakt angelegt werden und es passiert immer mal, dass es dann doch noch mal verrutscht. Exakt ist mein zweiter Vorname. Bosco exakt. Und dann? Hast du einen Nachnamen überhaupt? Verrate ich noch nicht.
verrate ich erst im 100. Video. Okay. Ihr könnt gespannt bleiben. Jetzt habe ich was versprochen. Egal. So, ich muss ablesen, richtig? Ja? 65 Grad. Jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Ja, Sonne. Kann ja gar nicht kleiner sein als 90 Grad. Ich muss ja hier anfangen, bei der 0 anfangen abzulesen. Warte, dann sind es 115 Grad. Ja, top. Bosco, das macht gar nichts, wenn du mal einen Fehler machst. Ich bin total stolz, dass du es gleich erkannt hast. Gut gemacht. 115 Grad, du hattest 120 geschätzt. Also siehst du mal, wie nah du dran warst mit deiner Schätzung. Gut gemacht. Danke. Dann probier es mal mit diesem Winkel hier. Ja, das ist wieder ein spitzer Winkel. Richtig. So, also, ich lege die 0 auf die Spitze. So, Plastik auf den Winkel und drehe. So, jetzt liegt er richtig. Ja, die lange Seite vom Geodreieck ist an einem Schenkel. Gut. Gut, dann fange ich hier bei der 0 an. Ja, das sind dann so grob 70 Grad, 73 Grad, 72 Grad. Ja, so grob. Die Linie ist ja so kurz. Aha, genau. Ja. Ja, so grob reicht uns halt in der Mathematik nicht. Ja. Es passiert öfter mal, gerade auf Arbeitsblättern, dass tatsächlich die Schenkel zu kurz gezeichnet sind. Macht sie halt länger, ihr Mathelehrer. Wenn die Mathelehrer das nicht machen, ist es deine Aufgabe, Bosco. Das heißt, jetzt musst du doch leider das Geodreieck nochmal wegnehmen und so hinlegen, dass du den Schenkel verlängern kannst mit einem gespitzten Bleistift natürlich. Natürlich. So, hier so einfach die Linie weiterziehen. Genau. Okay. Ja. So, jetzt dürfte er lang genug sein. Jetzt lege ich mein Geodreieck wieder richtig hin. 0. So, jetzt. Okay. Na, jetzt kann ich es ablesen. Ganz genau 72 Grad. Na, siehste. Na gut. Dann zeige ich dir jetzt noch einen überstumpfen Winkel. Du erinnerst dich, das waren die Winkel, die größer sind als 180 Grad. Ja. Um den zu messen, gibt es 2 verschiedene Methoden. Ich erkläre dir beide. Es reicht aber, wenn du eine davon verstehst. Oder du verstehst beide. Schieß einfach los. Gut. Methode 1. Du misst den Winkel, der dich nicht interessiert, also den Gegenwinkel. Aha. Den kannst du nämlich jetzt direkt messen. Und dann subtrahierst du den von 360 Grad, denn ein ganzer Kreis hat ja nun mal bekanntlich 360 Grad. Und dann hast du den überstumpfen Winkel raus. Probier's mal. Ist der einfacher. Okay, also ich lege die 0 an, dann das Plastik in den Winkel, der nicht da ist. Ja, der Winkel, der dich jetzt nicht interessiert, weil das ist jetzt der, den dann du muss ich messen musst. Okay, Genau. und die Seite des Geodreiecks an diesen Schenkel. So, ja? Und wie groß ist der? 140 Grad. Gut. Und jetzt subtrahierst du das von 360 Grad? Ja, sind 220 Grad. Ja. Und das ist der Winkel, der gesucht ist. Genau. Der ist tatsächlich 220 Grad groß. Ja, den kann ich ja gar nicht mit dem Geodreieck messen, 220 Grad. Da ist ja das Geodreieck fertig nach unter 180 Grad. Das ist ja der Grund, warum wir hier einen Trick brauchen. Ja. Jetzt habe ich den Trick auch kapiert. Gut. Ich erkläre dir trotzdem noch die zweite Methode. Hab's befürchtet. Was du auch hättest machen können, ist den gesuchten überstumpfen Winkel aufteilen in 2 Teilwinkel. Dazu würdest du einen Schenkel in den Winkel hinein verlängern, sodass du schon mal einen Halbkreis hast, also genau 180 Grad. Und jetzt musst du nur noch diesen Spitzenwinkel messen. Ja, das kann ich. Warte, ich lege mein Geodreieck hin. Ja. 40 Grad wieder. Genau, 40 Grad und zusammen mit den 180 Grad. Sind 220 Grad. Ja, das heißt, da müsstest du auch rechnen. Du musst dann halt die 180 addieren mit dem Spitzenwinkel, den du dann noch gemessen hast. Gut. Ja gut, jetzt kann ich Winkel messen. Ja dann? Dann gehe ich mal Winkel messen. Okay. Und ich schaue dir aus dem Augenwinkel zu. Oder möchtest du nicht beobachtet werden, Bosco? Ich gehe in den Totenwinkel. So, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und Abo dalassen. Ja. Tschüss.